Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Heute Themen, die wir vorbereitet haben, sind natürlich die Wahl in den USA. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die 747-8, die ja der lustige Donald bestellt hat? Vielleicht ändert er wieder die Lackierung. Was bedeutet es für Gesetze, Verbraucherschutz, die auf den Weg gebracht worden sind von Pete Buttigieg? Was bedeutet es für Fluggesellschaften? Da werden wir drauf eingehen. Dann gibt es auch von der Lufthansa Cargo nochmal eine interessante Geschichte. Die sind nämlich unter 48 Stunden um die Welt geflogen. Ob das jetzt echt um die Welt war, gucken wir uns genau an. Weiter ist es so, dass ja die Olympischen Spiele immer wieder als Geldmagnet genannt werden, aber in dem Fall ist es so, Olympische Spiele kosten die Fluggesellschaften erstmal Geld und Gewinneinbrüche. Ich hatte ja schon mal berichtet. Schauen wir uns das mal an im Fall von Air France KLM, weil da waren ja gerade Olympische Spiele und was das bedeutet. Wir gehen dann weiter für Flüge nach Israel. Da gibt es ein bisschen Stress um Entschädigung und ob diese Flüge nach Israel, wenn sie kurzfristig abgesagt werden, Entschädigung bringen sollen. Gucken wir uns auch thematisch an. Und es gibt etwas, ein Dachgesetz soll die Flughäfen widerstandsfähiger machen gegen Angriffe, weil sie kritische Infrastruktur sind. Das Gesetz nennt sich KRITIS. Kritische Infrastruktur. Ja, lustig, dass man immer solche Namen findet. Ihr denkt wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch immer wieder zu kommentieren. Und ich gucke mal, kann man das ein bisschen runter machen? Geht der Gimbal runter? Nein, es geht einfach nur so. Dann ist es, wie es ist, und wir fangen mit dem ersten Thema an. Das erste Thema ist natürlich die Wahl in den USA, und da ist es ja so, dass man dem lustigen Donald alles sagen kann, über den sagen kann, was man will, aber bei der Air Force One hat er ja wohl einen geilen Deal gemacht. Boeing zahlt ja quasi heute noch dafür, dass die Maschine da geliefert werden darf, sagen wir es so nennen. Da gab es ja auch mal die Fragen nach der Lackierung, ob man die klassische Lackierung, die es halt heute gibt, dort anpasst oder ob es halt die alte Lackierung ist, in Anführungsstrichen, die man ja schon immer hatte, die klassische Lackierung. Und da muss man natürlich sagen, dass dieser rot-goldene, blaue Bauch dann am Ende, also rote Streifen, goldene Streifen und blauer Bauch, in der ersten Amtszeit natürlich bei dem lustigen Donald so aus, dass er wird die Bude ja eh nicht fliegen. Aber jetzt kann das durchaus passieren, dass er in der Bude fliegt, und damit ist die offizielle Bezeichnung auch VC25B, also nicht 747-8. Und die Maschinen, die VC25A, das sind also die im Moment ja aktiv sind ja 747-200er. Und da gab es ja um dieses Design viele Themen, und Biden hat natürlich das Design von Donald ganz klar abgelehnt, alleine schon, weil es von Donald kam. Und da ist es jetzt so, dass man jetzt mit der Air Force One Bemalung hellblau auf der Rumpfunterseite und dunkelblau oben das haben wollte. Aber jetzt, wo Donald wieder in den Ring gegangen ist und da weiter Gas gibt, ist es so, dass die Flugzeuge im Moment ja deutliche Verspätung haben. Am 5. November hat er ja die Wahl gewonnen, und damit halt die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht das Flugzeug doch vielleicht zum Ende seiner Wahlperiode dann fliegen kann, ist natürlich gegeben. Interessant ist natürlich auch, wann kann überhaupt die Bude geliefert werden, wann will Boeing die Maschinen übergeben. Und mittlerweile ist der Erstflug auf März 2026 verschoben worden, nachdem man ja auch Wodkaflaschen und so andere Sachen da drin gefunden hat. Und jetzt ist es so, dass die Auslieferung der Flugzeuge damit für Herbst vorgesehen sind, 2026, also noch viel Spielraum, da was zu spielen, aber halt immer noch in der Amtszeit von Donald. Und Donald hat halt die Boeing-Leute natürlich knallhart kritisiert wegen der 747-8er. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt in irgendeiner Art und Weise da dann weiter sein Groll zurückhalten wird, weil im Moment ist es ja so, er hat ja nur noch eine Amtszeit, wenn ich das richtig interpretiert habe. Könnt ihr übrigens auch unten kommentieren. Und da sollte man dann wirklich auch drauf schauen,
was seine Legacy, also was sein Erbe ist. Und da kann man natürlich dann vielleicht sehen, vielleicht wird das sein Erbe, die Maschine, die er dann weiter am Präsidenten aufdrückt. Das natürlich nicht heißt, dass die nicht sagen können, komm, wir lackieren die Bude um. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert und wie ihr das seht. Deshalb die erste Frage des Tages. Welche Lackierung findet ihr besser? Findet ihr die lustige Donut-Lackierung oder die lustige alte Lackierung besser? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze bewertet. Die Bilder habe ich ja gezeigt. Hoffe ich. Ich blende es einfach mal ein. Wir gehen weiter. Was bedeutet die Wahl für uns als Passagiere in den USA? Und da gibt es wirklich Sachen, die auf der einen Seite vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Warum? Weil natürlich, wenn da die ganze Geschichte erstmal geändert worden ist, also das heißt im Justizministerium, in dem Ministerium, wo es um Verbraucherschutz geht, um Verkehrsminister, also Department of Transportation. Und da ist es als erstes so, dass man natürlich sagen muss, dass man dort halt einen Ansatz nehmen wird, wenn man ihn kennt, wir machen das mal. Und da ist man wesentlich weniger pragmatisch, wesentlich weniger auf Einfluss von außen wahrscheinlich auch gepolt. Und da ist es so zum Beispiel, dass diese Nordost-Alliance oder Allianz, die es in den USA gibt, zwischen der American Airlines und JetBlue wiederkommen kann. Das war ja etwas, was eingestellt werden musste. Warum? Weil man dort natürlich dann weniger Druck hat von der US-Regierung, die da irgendwie anfangen zu sagen, ja, da ist jetzt irgendwie Absprache, da ist Monopolisierung am Start und zum Nachteil von uns Passagieren, also da halt ein Nachteil. Und dann ist es so, dass man natürlich auch guckt, dass man da einen weil JetBlue halt da ja auch nicht mit dem Merger weitergekommen ist. Also das war ja diese Spirit-Geschichte. Und damit geht es dann vielleicht weiter, dass dann Spirit und Frontier zusammengehen werden. Bei Spirit braucht es unbedingt. Und ich bin mal gespannt, ob man da von der Regierung Trump eine Opposition sieht, weil die sind ja immer für Geschäft und für Business und Deals. Und das wäre auch ein Deal, der eventuell Sinn macht. Und diese beiden Carrier, die halt wirklich auch in dem Ultra-Low-Cost-Segment unterwegs sind, haben ja Probleme mit Kosten, haben Probleme mit vielen Dingen. Und deshalb wäre es natürlich so, dass man dort dann, wenn man die wieder zusammenführt, natürlich auch wieder weniger Wettbewerb hat, weil die nicht mehr gegeneinander dort kämpfen müssten. JetBlue wird wahrscheinlich versuchen, nochmal zusammenzukommen mit einer anderen Geschichte. Heißt also, dass man da natürlich nicht nur dieses Northeast-Allianz-Merger-Geschichten-Ding machen will mit American und mit JetBlue, weil JetBlue gibt es auch gerade nicht ganz so toll. Ist so, dass man natürlich ob man sieht, ob vielleicht Alaska und JetBlue zusammengehen. Und natürlich schauen wir, was da passiert. Da bin ich mal gespannt, ob es da von der Trump-Administration irgendeinen Pushback gibt. Dann, was auch nachteilig für uns sein wird, ist halt, dass die Consumer, also die Verbraucherrechte etwas kastriert werden. Heißt also, dass man da wahrscheinlich ein Problem bekommen wird, weil es so ist, dass man in den USA natürlich nicht die Strategie von Biden, von Buttigieg weiterführen wird, dass man die Fluggesellschaften bestraft. Und das kann sogar sein, dass das sogar reversed wird, dass das also wieder zurückgeht, dass man dort keine Refunds und keine Compensation, die man ja eh nicht wirklich bekommen hat, mehr bekommt, weil man da von den Fluggesellschaften vielleicht etwas mehr Hilfe vom Don bekommt. Interessant ist es auch, dass auch die Geschichte natürlich, wo es um die Loyalitätsprogramme geht, die ja auch wegen ihrer falschen Versprechen da in den USA gerade in der Kritik sind und auch von den Behörden kontrolliert werden und investigativ bearbeitet werden, ist es so, dass man da natürlich sagt, ich glaube mal, dass damit das Ding
tot ist. Damit wird es halt nicht mehr geschaut, ob halt die Meilenprogramme, ob halt die ganzen Versprechen auch stimmen, was in meinen Augen auch traurig ist, weil das sollte passieren, das sollte auch mit anderen Programmen passieren in Europa, wenn man zum Beispiel sieht, dass Freiflüge keine Freiflüge mehr sind und dass dort dann teilweise Flugpreise aufgerufen werden, die teurer sind als Economy Class. Da muss man halt mal gucken, was da ist. Also ich bin mal gespannt, was dort jetzt passiert, wenn Trump am 20. Januar, glaube ich, ist es, in Amt und Würden geht, dann kommen ja auch 10.000 von neuen Leuten in Washington wieder in Lohn und Brot. Das wird dann einmal durchgetauscht, weil das Department of Transportation, was halt für die Themen rund um Pete Buttigieg's Verbraucherschutz zuständig war, und natürlich auch das Department of Justice, die halt auch für Merger, also auch für diese ganzen Firmenzusammenkünfte verantwortlich sind. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht und was da passiert. Wir können jetzt die US-Wahl hinter uns lassen und das Ergebnis ist ja für den einen oder anderen eine Überraschung gewesen. Wir schauen nochmal auf die Aviation und da ist es so, die Lufthansa Cargo fliegt unter 48 Stunden um die Welt. Das ist natürlich schon mal krass. Und da ist es so, dass man einen Bogen zwischen Asien und USA gespannt hat. Die Lufthansa Cargo fliegt im Winter von Frankfurt, natürlich von Frankfurt, wo sonst, über Ho Chi Minh nach Los Angeles und dort direkt wieder zurück nach Frankfurt. Und die LA 8019 von Ho Chi Minh nach Los Angeles ist eine Premiere, denn die Lufthansa Cargo hat zum ersten Mal, dass sie halt direkt Frachtflüge von Asien nach Nordamerika anbietet. Und auf der Premiere am 27. Oktober, wo die Strecke gestartet ist, war das so, dass der Flug unterbrochen war von einem Tankstopp in Kansai. Von der Tochtergesellschaft Aerologic ist der durchgeführt worden. Zuvor war eine 777F von Frankfurt Richtung Vietnam gestartet. Aus Los Angeles landet die Delta Alpha Alpha Lima Oscar. Weniger als 48 Stunden nach dem Start war sie wieder zurück in Frankfurt. Also einmal um die Welt in 2 Tagen. Die Aufzeichnungen von Flightradar, wenn man da einfach nur um die reine Flugzeit sich interessiert, dann waren das 35 Stunden 54 Minuten. Da sieht er, wie lange die Maschine nur am Boden war, um ausgeladen, eingeladen zu werden. Und da gibt es auch ein Zitat vom Ashwin Bhatt, das ist der Lufthansa Cargo Chef. Ashwin Bhatt sagte, diese neue Frachtverbindung unterstreicht unser Engagement, Märkte zu verbinden, indem wir die Nachfrage der schnell wachsenden Wirtschaften in Vietnam reagieren, die nur noch schneller und nahtloser mit den USA verknüpft werden kann. Dieses Angebot unterstreicht unser Ziel, globale Geschäfte zu ermöglichen. Also da hat er recht. Und Schwerpunkt ist halt wirklich auch Asien für die Cargo, weil gerade Cargo in Asien ein Stiefkind geworden ist, weil Passagierflugzeuge gar keine Cargo mitnehmen, weil diese Passagierflugzeuge nicht fliegen. Shanghai zum Beispiel, Lufthansa stellt ein, dann Peking eingestellt, auch von British Airways, von anderen Fluggesellschaften, aber auch andere Fluggesellschaften haben da ihre Probleme mit, deshalb wird von da auch dann natürlich mehr Frachtaufkommen generiert, was dann nicht über die Passagierflugzeuge abgewickelt werden kann, sondern über reine Frachtflugzeuge. Und deshalb ist es so, dass es 89 wöchentliche Boeing 777F Verbindungen weltweit gibt. Darunter sind 50 Rotationen, wie der Schweizer sagt, oder Frequenzen, wie der Deutsche sagt, zu 17 Destinationen im asiatischen Raum. Spannend, oder? Also ich finde das spannend mit den 48 Stunden, dass der Flieger quasi in Frankfurt abhebt und dann da kommt. Und damit weiß man halt, dass 35 Stunden und ein bisschen, plus ein bisschen tanken, wenn man es einmal machen würde, man da auch fliegen könnte. Aber ein richtiger Round the World ist natürlich auch so, dass er Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien mit einbezieht. Aber trotzdem sehr imposant an dieser Stelle. Wir gehen weiter mit der Thematik Olympische Spiele. Die Olympischen Spiele, die Ergebnisse für das ein oder andere Land waren natürlich problematisch, aber die Ergebnisse für Air France KLM waren richtig problematisch, weil man da Gewinneinbruch hat. Und zwar die Olympischen Spiele sind natürlich immer wieder so, dass man dort für sein Land viel tut, aber auch viele Kosten kommen. Also das heißt, wenn Sportstätten gebaut werden müssen, wenn alles gemacht werden muss, Infrastruktur, dann kommen keine echten Gäste in Anführungsstrichen, sondern nur die olympischen Gäste, die auch dann
überbezahlen. Aber das drückt dann halt auf die normalen Gäste, die dann nicht kommen. Und genauso ist es dann auch mit Air France KLM gewesen. Unterm Strich ist es so, dass ein Gewinn von 780 Millionen geblieben ist, 16% weniger als noch erwartet im Jahr zuvor. Und dann ist es so, dass natürlich der Umsatz rund um 4% auf knapp 9 Milliarden gestiegen ist. Allerdings ist halt auch das Ausgabenniveau gestiegen, weil das Personal teurer geworden ist. Wichtig ist auch, dass die Angaben zufolge viele Franzosen natürlich zu Hause geblieben sind nicht gereist. Das ist also auch so ein Problem, dass da natürlich Flüge frei waren, aber die Leute haben keinen Bock da drauf. Und nach Schätzungen kostet Olympia den Konzern so um die 160 Millionen Euro Umsatz. Also nicht Gewinn, nur Umsatz. Ja. Die Kosten, die die Fluggesellschaft hat, sind natürlich auch gestiegen. Das muss man auch sagen. Heißt also, die Stückkosten sind um 3% gestiegen. Das liegt natürlich daran, dass alles teurer wird. Was auch teuer wird für Fluggesellschaften sind Flugausfälle, weil es halt diese Kompensationsregeln gibt. Und Israel ist da ein Thema, weil natürlich dadurch, dass da Kriegsaktivitäten sind, Flüge ausfallen, kurzfristig ausfallen und damit dann auch natürlich Entschädigungen trotzdem fällig werden. Und ausländische Fluggesellschaften müssen in Israel bei kurzfristigen Abgaben leisten. Und zwar so, dass man dort kompensieren muss. Und das ist halt ein Dorn im Auge, dass British Airways, Delta, EasyJet, aber auch andere Fluggesellschaften da jetzt keinen Bock drauf haben. Denn diese Fluggastrechte, die wir in der EU kennen, die wir in den USA kennen, die ein bisschen schlechter sind, ist auch so, haben die israelischen Passagiere auch ein eigenes Fluggastrechteabkommen. Und da ist es halt so, dass in Israel Fluggesellschaften die Passagiere entschädigen müssen, auch wenn sie diese Flüge kurzfristig absagen. Ist ja in Europa auch so, wenn du halt 2 Wochen vor Abflug da machst, ist natürlich teurer als vorher. So, und bei Stornierungen, die weniger als 14 Tage vor Abflug erfolgen, muss man zwischen 1100 und 1500 Shekel bezahlen. Das sind so irgendwie bummelig 275 bis 375 Euro. Und die müssen halt an Gäste gezahlt werden. Und diese 15 ausländischen Fluggesellschaften, die sich dagegen wehren, ist das natürlich ein Dorn im Auge. Und in den vergangenen Monaten ist es natürlich so, weil halt im Libanon, in Gaza Unruhen sind und Raketen fliegen oder auch von Teheran Raketen geschickt werden, dass man da natürlich zahlen muss, wenn man einfach absagt. Aber da muss ich dann ehrlicherweise sagen, dass das so ein bisschen unfair ist. Also da kann jetzt Lufthansa oder andere nichts dafür. Und deshalb ist es so, dass der Wirtschaftsausschuss der Knesset einen Brief bekommen hat von ausländischen Fluggesellschaften, 15 Stück an der Zahl, dass man wieder eine Spezialregelung für den Krieg machen muss. Und da ist es so, dass man dort sagt, dass es einfach zu teuer ist, dass es sich einfach nicht lohnt, nach Israel zu fliegen, weil es ein zu großes Risiko ist. Und da muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, das ist schon okay so, dass da jetzt vielleicht das ausgesetzt wird, weil das ist wirklich Force Majeure, also höhere Gewalt. Und da bin ich jetzt nicht so, also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm von den Fluggesellschaften, dass sie da das fordern, weil das ist jetzt nicht irgendwie Chicken Out und sagen, wir wollen unsere Kunden da so ein bisschen wieder shortchangen oder wir wollen unseren Kunden da wieder Leistung vorenthalten, sondern hier ist es wirklich so, dass es wirklich ein valider Grund ist. Unterzeichner sind natürlich auch solche wie Wizz Air und Grund für die Stornierung ist halt wirklich Krieg. Und für mich gibt es kein Force Majeure, was klassischer ist als Krieg, wenn man ehrlich ist. Und die Entschädigung gab es halt, dass es sowas limitiert wurde, aber das gab es nur vom 8. Oktober bis zum 30. November letzten Jahres 2023. Und deshalb fliegen auch unter anderem natürlich kaum noch Fluggesellschaften dahin. Einmal, weil die Lage halt so ein Problem ist, aber auch so ist es, dass es dort natürlich ein Problem gibt. Nur noch ganz wenige Fluggesellschaften sind überhaupt in Israel, die dorthin fliegen. Das wäre dann Air Europa, Corridor und Etihad, aber auch Hainan Airlines. Und da habe ich die zweite Frage des Tages für euch. Seid ihr der Meinung, dass
Israel das aussetzen muss und ob das für die Fluggesellschaften ein echter Grund ist. Also kein Grund ist, wo man sagt, naja, die wollen jetzt wieder irgendwie welche Gesetze dehnen oder irgendwas und einen Ausweg finden oder wie man im Englischen sagt, chicken out. Und da wäre ich mal auf eure Meinung gespannt. Könnt ihr unten schreiben. Wir gehen auf das Thema Kritis. Kritis, genau. Kritis ist ja das Dachgesetz, was kritische Infrastruktur in Deutschland benennt und auch kritische Infrastruktur besser vor Sabotage, vor Terroranschlägen, aber auch vor Naturkatastrophen schützen soll. Das heißt also, dass diese Flughäfen oder diese kritische Infrastruktur, in dem Fall sind es ja Flughäfen unter anderem, da Maßnahmen ergreifen muss, dass man halt von solchen Ereignissen etwas besser geschützt ist. Und so ist es so, dass natürlich diese Regeln zum Schutz von Energieunternehmen, Flughäfen, aber auch großen Infrastruktureinrichtungen in Deutschland ganz klar höhere Anforderungen sind. Weil wenn sowas ausfällt, ist das natürlich auch ein Riesenproblem. Und wenn die Betreiber sich nicht daran halten sollten oder die Firmen, denen das gehört irgendwie, dann soll es da auch Strafzahlungen geben. Wir müssen uns gegen Krisen- und Katastrophenfälle viel stärker wappnen als in der Vergangenheit, sagte unsere Bundes-Nancy. Und der Handlungsbedarf sei durch die russische Aggression in Europa, Sabotageakte und Terroranschläge gewachsen. Auch durch Klimawandel haben ja auch die Naturkatastrophen zugenommen, so wurde es gesagt. Und es gibt 11 Sektoren, die zu diesem kritischen Infrastrukturgesetz dort mitgehen. Und zwar ist das Energie, Transport, Verkehr, Finanz, Versicherungswesen, öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Ernährung, Trinkwasser, Abwasser, Siedlungsabfallentsorgung, Informationstechnik, Telekommunikation und Weltraum. Interessant finde ich Weltraum. Mit dem neuen Gesetz ist es halt wirklich so, dass man über verschiedene Branchen, Sektoren hinweg Stärkung der Resilienz hat und dass man natürlich da das eigene Projekt, das eigene Thema, was man da hat, Flughäfen oder was auch immer, schützen muss. Nur große Sachen sind betroffen, also das heißt, wir reden hier jetzt nicht über so kleine Flughäfen, sondern wirklich größere Flughäfen nur betroffen. Heißt also, kritische Infrastruktur sind Einrichtungen, die für mehr als 500.000 Menschen ausgelegt sind im Jahreszeitraum und deshalb ist es so, ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Die Grünen Bundestagsfraktion hat den ganzen Beschluss begrüßt, sieht aber Änderungspotenzial oder Besserungspotenzial, wie sie es nennen, Nachbesserung. Trotz zahlreicher erfolgreicher Angriffe auf Krankenhäuser, Unternehmen und öffentliche Verwaltung, die teils monatelang nicht erreichbar waren, sind wir von guten gesetzlichen Vorgaben, die einen einheitlichen Kritisschutz, also kritische Infrastruktur, gewährleisten und klare Zuständigkeiten wäre leider noch immer ein gutes Stück entfernt. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Das heißt ja auch am Ende des Tages, dass man natürlich auch mehr Daten schützen muss, weil wie oft passiert es, dass unsere Daten in irgendeiner Art und Weise geklaut werden. Wir sollten jetzt noch mal schauen, was hier an Fragen des Tages aufgetreten sind. Die erste Frage war natürlich, wie findet ihr die Lackierungen? Welche ist aus eurer Sicht die bessere Lackierung? Die alte Lackierung mit dem hell-dunkelblau oder ist das die mit der rot-goldenen Banderole und mit dem blauen Bauch bei der 747-8 oder wie sie ja dann heißt, V25B. Ne? Und natürlich die andere Frage, ist es so, dass die Fluggesellschaften unterstützt, wenn Israel da die Strafzahlung aussetzen würde, 275, glaube ich, 300 bis 375 Euro waren das, 1100 bis 1500 Shekel. Und da könnt ihr unten kommentieren, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Zu anderen Themen könnt ihr natürlich auch immer was sagen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz wichtig natürlich auch wie immer, kontrolliert, dass euer Subscribe noch da ist, weil bei einigen ist er weggekommen, wie ich gehört habe, und vor allem auch die Glocke anmachen, damit ihr keine neue Sendung verpasst. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Ich mache für euch den Abspann und geht los und bis morgen in Alter und in Frische. Jetzt bin ich hier einfach mal wieder weg. Ciao.